Also du sprichst zuerst, Nepomuk, und ich übersetze dann, ne? Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem spirituellen Heute-Journal und an meiner Seite Dr. Rey Hernandez von der Edgar Mitchell Foundation und Anja Schäfer, die mich heute dolmetscht. Hallo zusammen. Hallo Rey. Hallo Nepomuk. So, lieber Rey, ihr habt ja in den letzten Jahren und Monaten sehr fleißig gearbeitet, um ein neues Buch auf den Markt zu bringen, also Greater Reality. So Rey, in the last month or years, you have been working hard to put a new book on the market called A Greater Reality, right? That is correct. The actual title is A Greater Reality, the New Paradigm of Non-Local Consciousness, the Paranormal, and the Contact Modalities. Ja, ich habe hier sogar das Cover ausgedruckt. Es handelt sich also um einen Buchtitel, das würde auf Deutsch heißen, eine größere Realität oder eine größere Wirklichkeit, das neue Paradigma von Non-Local, also nicht lokalisiert. Consciencia, Consciousness. Nicht lokales Bewusstsein, genau. Nicht lokales Bewusstsein, also weites Bewusstsein. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wort ist auf Deutsch. Das Paranormale und Kontaktmodalitäten, also Kontaktarten und Weisen der Kontaktaufnahme mit höherem Bewusstsein. Darum geht es. Genau, mit nichtmenschlichen Intelligenzen. Mit nichtmenschlichen Intelligenzen. If I can make a correction before we proceed, the Dr. Edgar Mitchell was formed only to conduct the world's first comprehensive academic research study on UFO contact experiencers. Okay, also die Edgar Mitchell Stiftung, die wurde ursprünglich gegründet, say it again, it was founded originally to? It was founded in 2013, but it was founded for the specific purpose of conducting the world's first comprehensive academic research study on UFO contact experiencers. UFO Contact Experiences. Also es geht um UFO-Kontakterfahrungen und es wurde 2013 gegründet, um diese UFO-Kontakte zu erforschen, glaube ich, ne? Kontakt. Ja, das erste Buch war eben der Beyond UFOs, genau. Ja. And we spent 5 years in that research study. Wir haben 5 Jahre in dieser Forschung, mit dieser Forschungsstudie verbracht. And it was a team of PhD academics and researchers that have been working with UFO contact experiencers for over 30 years. So it was a merging of academia and the researchers. Es wurden also die akademischen Wissenschaftler und die Forscher, die UFO-Forscher, die haben sich zusammengefunden. Es geht hier also um ein Zusammenwirken von Spezialisten. Genau. And in the year 2018, we published this 820-page book. Wow, haben wir dieses 820 Seiten dicke Buch veröffentlicht mit dem Titel Jenseits der UFOs. And if you could translate the title of the book. Ja, die Wissenschaft des Bewusstseins und des Kontaktes mit nichtmenschlicher Intelligenz, mit nichtmenschlichen Intelligenzen. Die Zusammenfassung mit 120 Seiten ist in meinem Buch Erstkontakt. And also, what I wanted to say was, because we completed that task, we formed a new organization. The title of the organization is the Consciousness and Contact Research Institute. And in the US, we use the acronyms CCRI. CCRI, also die Contact and Consciousness and Contact Research Institute. Institut, genau. CCRI ist der Name. Also basierend auf den ursprünglichen Erfahrungen und auf dem alten Buch sozusagen wurde eine neue Organisation gegründet mit diesem Titel. Genau. And that's what the book is
is going to be focusing on is what the focus of this new organization. And hopefully during the interview, I'll be able to tell you about what is the purpose of the new organization, what its agenda, and what questions we want to discuss in our new book. Okay. Wir wollen also in diesem Interview, möchte er gerne rüberbringen, wozu diese neue Organisation überhaupt gegründet wurde und dass dieses neue Buch auch im Zusammenhang mit der neuen Organisation jetzt entstanden ist und was die Absicht hinter dieser ganzen Forschung und dieser ganzen Arbeit ist. Genau. Ray, du kannst weitermachen. Go ahead, Ray. Okay, this organization is comprised of primarily PhD academics and medical doctors. We have 25 PhD academics. Was sind PhD-Akademiker? Doktor. Das sind Doktor. Also diese Organisation besteht hauptsächlich aus Akademikern und aus diesen PhD-Akademikern und aus 25 medizinischen Ärzten, Doktoren. Yes, and also 5 medical doctors. Und and 5 Ärzte. Mhm. And if you go back to that picture again, Okay. that you showed me, these are most of these people are geniuses. Die meisten dieser Leute, die wir hier sehen, sind Genies. But their approach to the nature of our reality is radically different from materialist mainstream science. Oh, wow. Und also die Ausrichtung dieser ganzen schlauen Köpfe, die wir hier sehen, die ist also jenseits des rein materialistischen wissenschaftlichen Denkens, geht darüber hinaus. Okay, what these individuals have in common, besides being academic researchers, also was diese alle miteinander gemeinsam haben, außer dass sie eben Akademiker und Doktoren sind, is that all of them believe that consciousness is fundamental, and I'll define that later. Sie alle glauben daran oder sind davon überzeugt, dass das Bewusstsein das Grundsätzliche ist, worauf alles basiert. Und darauf wird er gleich noch näher eingehen. Okay, number 2. The second hypothesis is that all of what is commonly referred to as the paranormal. Das zweite, alles, was wir sozusagen mit paranormalen Phänomenen verbinden. And what our organization calls the contact modalities. Was unsere Organisation also eher als Kontaktmodalitäten bezeichnet, also Arten und Weisen der Kontaktaufnahme. We believe that all of the paranormal phenomenon, for example, near-death experiences, out-of-body experiences, UFOs, people that communicate with the deceased, all of the psi phenomenon, ESP, precognition, remote viewing, hallucinogenic journeys, meditation, telekinesis, that all of these phenomena, post-death communications, that all of this that you see in the cover of our book is one phenomenon and not separate and distinct phenomenon. So we need to be able to study this as one phenomenon. Okay, also diese ganze, zeig's nochmal, Nepomuk. Also die ganze Palette von diesen Phänomenen wurde bisher einzeln untersucht und das ist praktisch aber nur ein Blick in die größere Realität, die kehren nämlich alle zu einem Phänomen. Genau, also Bewusstsein ist die Grundlage von all diesen Phänomenen. Das ist das, was alle Wissenschaftler gemeinsam haben oder worauf sich alles letztlich gründet. Genau, also Engel, Nahtoderfahrene, nichtmenschliche Intelligenzen, out-of-körperliche Erfahrungen, UFOs, Halluzinationsreisen, Remote Viewing, Geister, Gebete, Telekinesis, Intuition, luzide Träume, Kundalini-Erfahrungen, Fernwahrnehmung, Zukunftsschau, Mediation, Kontakt mit Verstorbenen, Channeling, automatische Schreiben und so weiter. Alle diese Phänomene, wie gesagt, haben wir alle einzeln untersucht und die sagen, nein, das gehört zu einem Phänomen, das ist ein einziger Blick in die Weite der Realität. Ja. And the reason why it needs to be studied as one phenomenon is because the first principle, that consciousness is fundamental and not our physical 3D reality.
this is merely an illusion. Und der Grund, warum das also wirklich als ein Phänomen in Wirklichkeit betrachtet werden muss, all diese ganzen Dinge, die Nepomuk jetzt gerade aufgezählt hat, der Grund dafür ist, dass es in Wirklichkeit alles auf Bewusstsein basiert. Also das ist das, was alles durchzieht, das Bewusstsein. So that's the basic reason for the book, is to convey these two fundamental principles. Also der Hauptgrund des Buches ist sozusagen, um diese zwei Grundprinzipien überhaupt rüberzubringen, also das Bewusstsein und diese ganzen Arten und Weisen der Kontaktaufnahme, dass das alles zusammengehört, dass das alles eins ist. Okay, and we're doing it via 4 books, 4 volumes, and the total pages is 2,500 pages. Also wir arbeiten, daraus entstehen 4 Bücher und das sind insgesamt 2500 Seiten, die da insgesamt zusammenkommen. Da geht was. And we're dividing the 4 volumes into 2 parts. Und wir teilen diese 4 Bände in 2 Bereiche auf. Volumes 1 and 2 are chapters that are written by the PhD academics and the medical doctors and the researchers. And those are theoretical chapters that discusses the theory behind the phenomenon. Also die Theorie hinter den Phänomenen wird hauptsächlich von den Akademikern, von den Doktoren, von den Wissenschaftlern diskutiert. Und das ist das, was die ersten beiden Bände ausfüllt, die Theorie. Okay. And volumes 3 and volumes 4 are chapters written by experiencers of the contact modalities. Und die Bände Nummer 3 und Nummer 4 basieren auf persönlichen Erfahrungen der Kontaktpersonen. And these are individuals that have had 3 or more different types of contact experiences via the contact modalities. And I will give you an example. Okay, also er gibt uns gleich ein Beispiel davon. Es handelt sich also um Erfahrungsberichte von Personen, die mindestens 3 Kontaktarten und Weisen erfahren haben und die über diese berichten. Okay, we have more than 75 individuals that have written chapters for our book. And let me give you an example of just one of these individuals. Also wir haben insgesamt 75 Personen, 75 Erfahrungsberichte von 75 Personen zusammengetragen und Ray wird jetzt ein Beispiel mit uns teilen. Dr. Melinda Greer, I won't say her age, but she just retired as a medical doctor in a major hospital. Dr. Melinda Greer war eine Ärztin, die jetzt in Rente ist. Okay, and as you know, to be a doctor in a hospital setting, a very important job. You're saving the lives of many children. And in her case, she's a pediatrician. So she's there treating children that are gravely ill. Also sie ist oder war eine Ärztin, die spezialisiert war darauf, Kinderleben zu retten. Eine Kinderärztin. Yes, that's her. Yes, that's her. She's retired? She doesn't look so old. She's in her mid-60s. Oh. Was sie gut halten, gell? Okay, now, also sie ist in der Mitte der 60ern und ist in Rente. Okay. Now, Melinda has had 2 near-death experiences. Melinda hatte 2 Nahtoderfahrungen. Okay. In her second near-death experience, it was extremely profound. And half of her chapter is about her second near-death experience. Also ihre zweite Nahtoderfahrung war extrem tiefgreifend und sehr tiefgehend und fast, also das halbe Kapitel, das sie verfasst hat, geht um diese Nahtoderfahrung. Yet she has seen 12 very large UFOs up close. Oh, und sie hat auch 12 UFOs gesehen, sehr nah. Okay, 4 times with her husband in the car. 4-mal mit ihrem Ehemann zusammen. She has had 3 Bigfoot encounters. Und sie hatte 3 Begegnungen mit Bigfoot.
Okay. One of those Bigfoot experiences, it was the whole night with Bigfoot that was right behind her. And basically, and she was scared to death. Oh, sie war also zu Tode geängstigt. Sie hatte eine ganze Nacht sozusagen mit diesem Bigfoot-Wesen verbracht. Das war, it was behind her, es war hinter ihr her. It was right next to her, like ganz nah, but outside or in the. It was in a national park. Im Nationalpark. Oh, in einem Nationalpark. At night. Ja, in der Nacht. She's also had various out-of-body experiences. Und außerdem hatte die gute Melinda auch noch mehrere außerkörperliche Erfahrungen. Okay. After her second NDE, she began to see dead people in her hospital. Nach ihrer zweiten Nahtoderfahrung hat sie damit begonnen, auf einmal Verstorbene zu sehen und ihren Ehemann. And her husband. Nein, im Hospital. The hospital. Im Krankenhaus. Ach, im Hospital. Ja, der Ehemann war doch noch lebendig. Okay, also im Krankenhaus hat sie dann die Toten gesehen, die Verstorbenen. So im Fall haben wir in Deutschland auch. But that is not a rare phenomenon. Many people that have had near-death experiences, after their near-death experiences, they began to see deceased people. So that's quite common. Das ist also gar nicht so ungewöhnlich. Es ist schon oft vorgekommen, dass Menschen, die Nahtoderfahrungen erlebt haben, dass sie dann eine Öffnung erlebt haben und plötzlich Verstorbene sehen konnten. Genau. Okay. When she was a young child, she was brought to other realities and taught many lessons. Und als sie ein kleines Kind war, ein kleines Mädchen war, da wurde sie über außerkörperliche Erfahrungen vieles geschult und gelehrt. That is just a small example of the life of Melinda Greer. Das sind nur ein paar kleine Beispiele aus dem Leben von Melinda Greer. We have over 75 people like Melinda Greer that have written chapters. 75 Geschichten und Erfahrungsberichte von 75 Menschen, die ähnlich sind wie die von der Melinda. So what we're trying to understand in the theoretical sections is, how do we begin to understand Melinda Greer? Ja, und die ersten Bücher, die gehen ja, wie gesagt, um die Theorie, und das sind dann die wissenschaftlichen Köpfe, die sich die Frage stellen, wie können wir denn sowas erklären? Wie können wir das verstehen, was die Melinda da erlebt hat? And how do we begin to describe what might be the true nature of our reality? Und wie können wir auch nur damit anfangen, die wahre Natur der Wirklichkeit zu beschreiben? Okay, so that's the purpose of our book, is how do we understand these thousands of people, possibly millions of people all around the world that are having all of these experiences with the contact modalities. Ja, und darum geht es in der Organisation und in diesen Büchern. Wie können wir also all diese Phänomene, und das sind ja nur Beispiele, es gibt ja Tausende oder Abertausende von Erfahrungsberichten auf der ganzen Welt, wie können wir das alles uns erklären? Ray, du hast ja als Doktor gearbeitet, als Rechtsanwalt. Wie kommt ein normaler Mensch dazu, sich plötzlich mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen und seine Arbeit so in einem paranormalen Bereich zu wechseln? Kannst du unsere Zuseher davon einen kleinen Ausschnitt berichten, was du erlebt hast? Okay, Ray, can you give us a little insight in your own life? Because is it correct that you were a lawyer or something, and that you how did it come that you are now involved into all these paranormal phenomena so deeply? How did you get there, where you are? Yes, well, in terms of my academic background, I got a master's from Cornell University, which is an Ivy League school. Also hat einen Masterabschluss in der what was it? An academic master? It's Cornell University, which is an Ivy League school, considered one of the top universities in the world. Okay, also einer der größten Universitäten der Welt. Dort hat einen Abschluss. And then I went to the University of California at Berkeley for my PhD. And Berkeley is the university that has the most Nobel Prize winners in the world. Danach ist an der Universität in Berkeley gewesen, und Berkeley ist die Universität, die bisher die meisten Nobelpreisträger auf der ganzen Welt hervorgebracht hat.
Okay, and that was for a PhD. And Und da so, hat er seinen Doktortitel gemacht. I am now an attorney. Und jetzt ist er also ein Rechtsanwalt. So as you can see, I am overeducated. Ich bin also übergebildet. And I was a total atheist Und ich war früher ein totaler Atheist. and what is commonly called a material rationalist. Und was man so auch als materiellen Rationalisten bezeichnen würde. Genau, Vollmaterialist. Yeah, I believe that all of these topics that we're talking today was bullshit. Also früher habe ich in Wirklichkeit nicht daran geglaubt, dass irgendwas an dem Zeug dran ist, worüber wir heute sprechen. Das war für mich alles Quatsch. Bullshit. Okay. Das verstehen wir auch. And then in March of 2012, I had a joint experience with my wife where our dog, who was totally paralyzed, and we were going to be euthanizing her later that afternoon. Dann hatte ich 2012 zusammen mit meiner Frau ein besonderes Erlebnis und da ging es um unseren Hund, der the dog was paralyzed. Ja, der konnte Yes. nicht mehr gehen. Der Hund konnte nicht mehr gehen, okay. And so my wife began praying the night before all night. And I said, keep on praying, nothing's going to happen. Okay, und meine Frau hat angefangen zu beten. Die hat die ganze Nacht gebeten und ich habe gebetet und ich habe gesagt, naja, mach das nur. Da passiert sowieso nichts. Er hätte in den nächsten Tagen einschläfern lassen, weil er schon so alt war auch. Ah, Mhm. And then in that morning, at 6 o'clock in the morning, when we woke up, my wife and I saw what we're describing as an energy being. It was pure energy that was in our living room. oh, und am Morgen dann um 6 Uhr haben wir zusammen, you saw it together, you and your wife. Okay, dann haben sie gemeinsam eine Energieform, ein Energiewesen wahrgenommen. Sie haben es sogar richtig gesehen. Ray, your wife wake you up in the morning and say, come down, please, in the living room. Here is an angel. Ja? Ja? Yes, that's what happened. And Okay, then when also we seine Frau hat ihn runtergerufen und hat ihm gesagt, Ray, komm mal runter, da ist ein Engel bei uns. And then when we went down the stairs, in front of me, my wife disappeared. This energy being controlled my consciousness, my thoughts. Oh, dieses Energiewesen hat sozusagen die Kontrolle über mein Bewusstsein, über Und meine die Frau ist Gedanken verschwunden. übernommen und so war meine Frau dann kurzfristig aus meiner Sicht Und der verschwunden. Hund auch. Und der Hund auch. The dog was disappeared. The dog and my wife disappeared. And then I was put to sleep for an hour. Und dann wurde ich für 1 Stunde schlafen gelegt. Geht er wieder ins Bett, ja, genau. And then when I woke up, my wife was looking down. The dog was running around the entire living room, completely healed. And she was yelling, hallelujah, hallelujah, the angels cured her. The angels cured her. Oh mein Gott, okay. Also als er dann wieder aufgewacht ist, da hat seine Frau auf ihn geschaut und hat gesagt, der Hund ist wieder völlig quicklebendig rumgelaufen und die Frau hat gesagt, Halleluja, Halleluja. Ein Engel ist gekommen und hat unseren Hund geheilt. And then she began to pray at night and these huge UFOs would appear. Oh, und dann hat sie weiterhin gebetet in der Nacht und dann sind diese riesengroßen UFOs aufgetaucht. So groß wie ein Fußballstadion. 6 months after that first experience in our living room, I, knowing that my wife was calling down these UFOs, I then tried to call one down, and in 15 minutes, this huge object appeared. Oh, also nach 6 Monaten ungefähr hat seine Frau, die hat die ganze Zeit damit fortgefahren, diese UFOs runterzuholen sozusagen durch die Gebete und durch diese Verbindung. Und dann habe ich das versucht auch zu machen und innerhalb von 15 Minuten habe ich dann diese große UFO-Sichtung gehabt. Okay. Now, what I saw was not material. It wasn't physical. Also nicht materiell, sondern ja. It was like a football stadium of Berlin. Their football stadium was right on top of my next door neighbor's house, but it wasn't materialized. It was all these complex movements of lights. Also es waren ganz komplexe Bewegungen von Lichtern, die ich gesehen habe. Es war also nicht materiell wirklich zu sehen und es hatte die Größe eines Fußballstadions. And then my friends came, 3 adult friends, their husband and wife and their 17-year-old daughter,
And my daughter was next to me the whole time. And so my friends began to try to explain what they were seeing, that it was lights from the cars behind the road in the street or circus lights. And so that went on for about 2 minutes, them trying to explain this. Und dann kamen Freunde vorbei und haben versucht, das zu erklären. Also, dass das Reflexionen sind, dass das alle möglichen Arten von Lichtern sind und so weiter. Ja, vom Auto hinter dem Haus, die Scheinwerfer nach oben richten. Scheinwerfer, genau. Ja. Yeah, it was 30 feet, which is 10 meters away from us. Oh, also es war sehr, sehr nah, nur ungefähr 3 Meter entfernt. Yeah, it was like right on, on top of us almost. Also direkt über uns, kann man sagen. Okay. And then I started laughing because my friends' explanations were becoming more sillier. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen zu lachen, weil die Erklärungen, die meine Freunde da versucht haben zu konstruieren, die wurden immer blöder. And then with my mind, I told this intelligence that we were seeing, I said, you better come up with some better shit than this because my friends don't believe you. Okay. Und dann habe ich geistig, telepathisch diesem UFO-Phänomen die Mitteilung gemacht, jetzt lasst euch mal was Besseres einfallen, denn meine Freunde glauben nicht, was sie sehen. Okay, to this day, I don't know why I did that, because I communicated with them telepathically as if I had done this 100 times before. Okay. Also ich weiß bis heute nicht genau, was da eigentlich in mich gefahren ist. Ich habe mit ihnen in einer selbstverständlichen Weise telepathisch kommuniziert, als hätte ich noch nie was anderes gemacht. Very natural, but I can't explain why I did that. Also es war wirklich ziemlich natürlich, wie es abgelaufen ist, aber ich kann es nicht erklären. Das ist und warum ich es so gemacht habe. Okay. Instantaneously, after I had that thought, the image that I was seeing was totally deleted. Oh, also direkt nachdem ich diesen Gedanken ausgesendet habe, hat sich dieses Bild, das ich vorher gesehen habe, das aufgelöst, war verschwunden. And it was immediately replaced. And that's the word, replaced. Und es wurde auf der Stelle ersetzt. By 100 large orbs of light that were blinking on and off, on and off, on and off, on and off. Und es wurde ersetzt durch 100 blinkende Lichter. Von Orbs. Hunderte von Orbs, die an und ausgegangen sind. Lichtkugeln. Okay, and these were all low to the ground, on top of the house. Und auch das war oberhalb des Hauses, also direkt. It was inside where that object was. It was inside where that object, the space of that object. Und das war innerhalb dieses Objektes sozusagen, dieses Phänomen hat sich sichtbar gemacht. But it was a totally different image. Aber ein ganz anderes Bild war sichtbar. That's when I realized for the very first time that what we're dealing with were holographic projections. Oh, und da habe ich dann zum ersten Mal begriffen, dass das, womit wir da zu tun hatten, holographische Projektionen gewesen sind. Okay, from a consciousness-based intelligence. Basierend auf einer bewusstseinsbasierten Intelligenz. And not physical UFOs that we think Und are das out waren there. keine physischen UFOs, so wie wir das manchmal denken, dass es so sein müsste. Okay. Ja. In our research study that I showed you before, the Beyond UFOs book, In dieser Forschungsstudie, das ich anfangs gezeigt habe, dieses dicke erste Buch, what we discovered was that individuals were seeing thousands of different types of UFOs, but very few of them were actually physical. also was wir herausgefunden haben, war, dass Tausende Sichtungen hatten von verschiedenen Arten von UFOs, aber wenige davon waren wirklich richtig physische Phänomene. Okay. One of our members of our organization, he's a medical doctor, his name is Dr. Joseph Burks. Einer unserer Mitglieder der Forschungsgesellschaft, ein Arzt, Dr. Joseph Burks, He has been calling down UFOs since 1992. der hat UFOs seit 1992 runtergerufen. He told me of an experience where a wooden airplane, okay, that had little tiny wings, it was painted in red, okay, was flying very, very slow above him. And he was like, what is this? A wooden plane, very small with little tiny wings, and it was like floating above me. What the hell is that?
Und er hat von einem Phänomen berichtet, das wirklich sehr ungewöhnlich ist, nämlich ein ganz kleines Holzflugzeug, das mit ganz kleinen Flügeln ganz langsam oberhalb von ihm rumgeflogen ist. And that's when he realized that these were not physical objects, that these are conscious-based holographic projections. Und auch er hat da dann realisiert, dass das nicht irgendwelche physischen Objekte sind, sondern dass das bewusstseinsbasierende holographische Phänomene sind. Okay. Also, in our research study, what we discovered was that individuals were seeing tens of thousands of different physical beings. Und was wir auch herausgefunden haben, ist, dass Menschen von Tausenden von Sichtungen berichtet haben, von physischen Phänomenen, physischen Wesen. Nicht menschliche Okay. Wesen. Nicht menschlichen Wesen, ja. These were descriptions of all types of beings, Alle even möglichen Arten von Wesen. a being that looked like a mucus, a big gigantic mucus that was clinging on a wall that was communicating telepathically with the person. Mucus? What is that? Yes, like this. Popel? The you know, when you have a cold, these things that form here, you know, you're like Was? Moment, I didn't get wie ist denn that. die ausschauen wie Nasenpuppel, ne? Was? Say it again. What did he see exactly? it was like, it looked like a huge gigantic mucus Okay. that was about 1.5 meters in circular. Okay, also auch das ist eine Sichtung gewesen von einem, also das weiß ich, kann ich mir jetzt irgendwie schlecht vorstellen, ein überdimensionales Nasen. Okay, the beings, the number one type of being was other, because we had 12 categories. Wir haben 12 Kategorien von Wesen, die wir kategorisieren, die sichtbar sind. You know, like human-looking being, energy being, the small grays, the tall grays, the reptilians, the mantid insect type of being, etc., etc. Also jetzt zählt er verschiedene Rassen auf, die vielen von uns sehr bekannt sind, also Grays zum Beispiel oder reptiloide Wesen oder Mantiden, also Gottesanbeter, insektoide Wesen. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von nichtmenschlichen Wesen. Well, the number one type of being, 60%, said it was other. It was not one of those 12. Okay, also und die meisten waren andere Sichtungen, andere Wesen. The number two type of being, and that was at 57%, was the energy being. Und 57% der Sichtungen waren keine physischen Wesen, sondern Energiewesen. And there were thousands of different types of descriptions of energy beings. Und er kann auf Tausende von verschiedenen Beschreibungen und Sichtungen von Energiewesen zurückgreifen. Okay. The number two type of being was the human-looking being. Und dann gibt es noch die menschenähnlichen Wesen. And these were described as all colors of humanity. You had blue eyes, you had blonde hair, commonly known as the Palladians, but the vast majority were not Palladians. These were some even had African features, like the African kinky hair. Some even were Asian-looking human beings. Okay, also auch die verschiedenen Formen von Menschenähnlichen sind sehr unterschiedlich. Es gibt diese plejadisch aussehenden Menschen, also mit blonden, langen Haaren. Blauen Augen. Die blauen Augen. Die mit blauen Augen, genau. Und die afrikanisch ausschauenden. Die Form, genau. Und so weiter. Some were described as close to 20 feet tall, like, 6 meters? Oh, okay. Und manche wurden als 6 Meter große Wesen beschrieben. And some were described as half a meter, very small. Manche eben als sehr, sehr kleine Wesen, also nur so einen halben Meter hoch ungefähr. Some had white color skin. Manche hatten weiße Haut. Some had brown colored skin. Manche braune Haut. Some were Caucasian skin. Manche eher, was ist kaukasisch? Gelbe Haut? Yeah.
Some had African American color skin. Manche eher schwarze Haut, wie Afroamerikaner. Okay. And then the clothing that they wore, again, hundreds of different types of clothing. Und auch die Kleidung wurde in hunderten verschiedenen Ausführungen beschrieben. Okay. The vast majority had either a Greek tunic Die meisten hatten so eine griechische or Tunike an a Roman type of tunic. oder eine römische Art von Tunik. Okay. But on the other end, you also had individuals with monks' robes. Und auf der anderen Seite aber auch Individuen mit Mönchsroben. You had white monks' robes or you had brown monks' robes. Und da gibt es dann auch wieder die weißen oder die braunen Roben. Okay. You had beings that were wearing an outfit with different symbols. There were hundreds of different types of symbols. Und es gibt auch hunderte von verschiedenen Symbolen, die die Wesen zum Teil auf ihrer Kleidung trugen. Okay. There's a researcher also that lived in Miami. He's compiled 17 books on humanoid. Okay. Not human, but with two arms and two legs and a head, humanoid types of encounters. And he has described almost 1,000 different types of humanoids. Oh wow, da gibt es einen Forscher, der hat in 17 Bücher zusammengestellt oder aus 17 Büchern zusammengestellt, dass es Tausende und Abertausende Formen von verschiedenen menschenähnlichen Wesen gibt. Okay, so now I have a question for the audience members. Und jetzt habe ich eine Frage an das Publikum. Are these tens of thousands of different types of beings coming from tens of thousands of different planets? Kommen jetzt diese Zehntausenden verschiedenen Wesen von Zehntausenden verschiedenen Planeten? Now, also people have to understand that these interactions, these exchanges are very short duration, like not even a minute. They're there for a very short time and then boom, they disappear. Meistens sind es wirklich ganz, ganz kurze Sichtungen. Das sind immer nur so Momente, nur ein paar Minuten, die diese Wesen dann sich sichtbar machen und die sie wahrgenommen werden. Do you think that some of these beings are coming from another constellation, okay, another solar system, to come and visit us for 30 seconds? Glaubt ihr wirklich, dass die aus irgendeinem fremden Sonnensystem vorbeikommen, um sich mal kurz für 30 Sekunden sichtbar zu machen? And they all appear so different. Und sie alle erscheinen so unterschiedlich. Okay. I don't think so. Also ich glaube das nicht. Okay. The two major researchers in ufology also agreed with that. Und die größten oder die bekanntesten UFO-Forscher, die stimmen dem auch zu. Okay. The first one was J. Allen Hynek, who is the director of Project Blue Book. Der erste, von denen ich jetzt erzähle, ist der Hynek. Er ist verstorben, Ellen Hynek ist verstorben, ja. Ja, der mit Project Blue Book. He was the founder? No. Der Leiter vom Project Blue Book. Der Leiter, okay, der Leiter vom Project Blue Book. He was hired by US military to debunk UFOs. Ja, er wurde also angeheuert vom US-Militär, um die UFO-Geschichte zu vertuschen. Okay. He was a professor of astronomy at a very famous university for many years. Er war ein sehr bekannter Astronom. Astronomieprofessor, genau. Astronomieprofessor. Okay. Later on, almost 20 years later, he realized that these UFO are very real. Und ungefähr 20 Jahre später hat er selbst dann realisiert, dass diese ganzen UFOs richtig real sind. But then once he began to investigate his own cases, towards the very end of his life, he reached the conclusion that this phenomenon are not physical UFOs, and these beings are not physical beings. Und er hat dann auch später im Leben erkannt, dass es sich bei diesen ganzen Phänomenen und Sichtungen nicht um physische UFOs und auch nicht um physische Wesenheiten handelte. He realized that these experiences were multidimensional consciousness-based phenomena. Er realisierte also selbst, dass diese ganzen Sichtungen und Phänomene auch wiederum bewusstseinsbasierende multidimensionale Ereignisse sind, genau. Multidimensionale Ereignisse, richtig.
But unfortunately, this occurred only at the very end of his life. Das ist allerdings erst alles aufgetaucht und ihm bewusst geworden, als sein Leben gerade dem Ende entgegenging. Okay. Now, Dr. Jacques Vallée, who's extremely well known, he's pretty much the father of modern ufology. Und sowas wie der Vater der modernen Ufologie, Jacques Vallée. Er hat übrigens mit Ellen Heinig gearbeitet. Aha. For over 40 years, he stated that these were not physical beings and physical crafts from another planet. Er hat über 40 Jahre lang die Aussage getätigt, dass diese Phänomene, diese Sichtungen keine physischen Begegnungen sind oder Sichtungen sind. Von anderen Planeten. He also stated that these were consciousness-based phenomena that were interdimensional. Auch er sprach von der Interdimensionalität und von bewusstseinsbasierenden Phänomenen. But everyone in ufology totally dismissed that theory. Aber die meisten in der Ufologie verwerfen diese Theorie komplett. So for most of the last 40 years, Dr. Jacques Vallée, who is the most famous UFO researcher in the world by far, he has ostracized himself, distanced himself from ufology. Also so hat er dann auch, nachdem er 40 Jahre lang das alles erforscht hat, sich auch von der materialistisch basierten Ufologie distanziert. Genau. And ufology has distanced themselves from Jacques Vallée. Und die Ufologie, die materialistische, nuts and bolts ufology, right? Isn't that also a term for that? Yes, correct. Ja, also die hart gesottenen sozusagen Ufologen, die haben sich auf der anderen Seite auch von dem Jacques Vallée distanziert. Yeah, and the reason for that is because the vast majority of ufology are still materialists. Ja, und der Grund dafür ist, dass die Masse der Ufologen immer noch total materiell ausgerichtet sind und nur aufs Physische fixiert sind. Okay. Their approach to ufology is just to talk about photos, videos, and crashes. Ja, sie konzentrieren sich also nur auf Fotos, Videos und Abstürze. So my question to the audience members here is, what has that approach contributed to the knowledge of ufology in the last 75 years? Okay, meine Frage an das Publikum ist jetzt also, was ist der Hintergrund oder welche Art von Beitrag hat diese Ausrichtung sozusagen in den letzten 75 Jahren, was hat das gebracht, was hat uns das gebracht, auf dieser engen Schiene zu bleiben? Okay, my response to that question is almost nothing. Meine Antwort auf diese Frage ist fast gar nichts. Okay, but yet, if you were to look of the survey responses, this is 4,300 people that have seen UFOs and have contact with various forms of intelligence. 4,300 people from over 125 countries. Wie gesagt, also wir haben hier eine Sammlung von über 4.000 Personen von über 120 Ländern, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Genau. Wer das lesen will, ich habe die einzige deutsche Version von diesem Buch bei mir drin. Gell? Wie? Du hast die einzige deutsche Version? Das Buch gibt es nur in Englisch und ich habe das bei mir in mein Deutsch. Mein Buch, Erstkontakt, da ist das drin. Ah, ein Teil davon, oder? Ein Teil die Zusammenfassung von 120 Seiten. Ah, okay. Das wissen die Menschen nur noch nicht. Okay. Wie heißt das Buch von dir? Erstkontakt, das passiert jeden Tag. Okay. Also in diesem Buch, ja, du hast es ja selber gesagt, das brauche ich ja nicht. Ich muss mal in die Kamera halten, oder? Ja, du sollst. Ray, he just mentions that he has a summary of 120 pages of that book in his German book, because your book is not available in German, right? Yes, he graciously translated chapter 1. Chapter 1 from this book, which is a summary of the data. Genau, so also, that's in German, and if individuals want to learn about what really is happening from data, okay, check out in German that book. Yeah. Okay. Yes. And so the whole point is that our book
totally contradicts what is being discussed on the internet and in ufology. Also unser Buch widerspricht sozusagen dem meisten oder dem Mainstream von dem, was im Internet und in der Ufologie diskutiert wird. Now, why does it contradict? Because no one has ever done this study before. No one. Und warum sage ich, dass es widerspricht? Naja, weil das jetzt natürlich etwas Neues ist. Nein, weil das die erste Studie gemacht ist, die weltweit durchgeführt ist. Vorher wurde nur diskutiert und vermutet und das ist die erste Studie, die weltweit tatsächlich wissenschaftlich durchgeführt wurde. Das ist ein Unterschied. Ja. And so what we determined in that research study was that the UFO phenomenon was a consciousness-based phenomenon. Ja, also um das nochmal klar zu machen, wir behaupten also, wir haben festgestellt, auch basierend auf der Theorie und auf den ganzen Erfahrungsberichten, dass diese ganzen Phänomene bewusstseinsbasierte Phänomene sind. Genau. And if you want to learn the details, read Nepomuc's book. Und wenn du das genauer verstehen willst, dann liest Nepomuks Buch. Das ist das einzige, in dem diese Information auf Deutsch verfügbar ist. Now, what had happened was that from my personal experience, I began to have numerous different types of paranormal experiences. Ich persönlich hatte auch sehr zahlreiche verschiedene paranormale Phänomene, Erfahrungen gemacht. While we were doing the research for the UFO book, I got to meet many academic professors. Ich habe während der Forschungen für dieses Buch viele Professoren getroffen. These are professors that were researching what is consciousness. Das sind also auch Professoren, die Bewusstseinsforschung anstellen. Professors that were researching parapsychology. Wissenschaftler, die Parapsychologie erforschen. Yeah, and also professors that were investigating various aspects of the paranormal. Und verschiedene Aspekte des Paranormalen untersuchen und erforschen. And so those were many of the people that were in that front cover. If you put up that picture again from the authors of the book. Ja, genau, weiter. Scroll down to the, there, yes, okay. Now, these are some of the world's leading authorities on near-death experiences, on out-of-body experiences, on reincarnation, on consciousness research, on entheogenic research study, like ayahuasca, DMT, and psilocybin, etc. Right there is Dr. Bruce Grayson. He was one of the primary researchers on near-death experiencers. And Glenn Ryan is a PhD in biochemistry, and he's always been interested for over 50 years on consciousness. Dr. Eben Alexander is a professor of neurosurgery of the brain. He had a major near-death experience, and he wrote about it. Bill Tucker is now the world's leading authority on reincarnation, and he's a professor of psychiatry at the University of Virginia. Okay, also ich denke, die meisten von uns, viele davon kennen wir hier ja auch. Ne? Hier geht es also um die Neurologie, Psychologie, Psychiatrie, Reinkarnationsforschung, auch die Pflanzen, Ayahuasca und so weiter. Also auch die erzeugen ja bewusstseinsbasierte Phänomene. Ne? Also alles Koryphäen. So I began to ask many of these individuals. I said, I want to read the book or an article that talks about how all of the paranormal needs to be researched as one phenomenon. Ja, also wir haben sozusagen die Absicht gehabt, all diese Phänomene zusammenzustellen und daraus ein Phänomen zu machen. Eine Theorie da wollen, genau. And they all said, the book doesn't exist. Und sie haben alle gesagt, ja, dieses Buch gibt es noch nicht. And I said, well, let me read the academic article. Dann lasst mich mal die akademischen Artikel lesen. They said, it doesn't exist. Und dann haben sie wieder gesagt, ja, nee, gibt es nicht. Well, do you believe that all of the paranormal is one phenomenon? I asked them. Und dann habe ich sie gefragt, glaubt ihr nicht daran auch, dass all diese ganzen Phänomene ein Phänomen in Wirklichkeit sind oder auf einem Bewusstsein basieren?
They all said yes. Und dann haben sie gesagt, ja, doch, stimmt. I said, but this is impossible. No one has ever written about this, that it's Und ich all habe gesagt, one das kann doch phenomenon. nicht wahr sein. Das ist alles eins, das gehört alles zusammen und da hat noch keiner drüber geschrieben. And they all said, in our writings, we talk a little bit about it, but not a book that explains the whole details, the process. Und sie haben alle gesagt, naja, jeder für sich erzählt schon ein bisschen was über diese Zusammenhänge, aber so ein komplettes Buch, wo das alles zusammengestellt ist, nee, das gibt es noch nicht. And this would be an example of what they told me. This is Das just ist an jetzt also example. ein Beispiel von dem, was ich gehört habe, was sie mir gesagt Okay. Dr. Dean Radin is probably the world's leading authority on researching the science of ESP. Mhm. ESP, Extra Sensory Perception. Perception, yes. Genau. Also ESP ist die außersinnliche Wahrnehmung und eine Person, die er gerade genannt hat, ist die führende. Dr. Dean Radin, der ist bei mir auch in meinen Filmen mit drin. Aha, Dr. Dean Radin. Dr. Dean Radin. Yeah. Dean Radin is the lead scientist at the Institute of Noetic Sciences, which is the organization that was formed by the late Dr. Edgar Mitchell. Okay, der späte Dr. Edgar Mitchell hat eine Organisation gegründet. Da geht es um was? Institute of Noetic Sciences. Institut von Neurotic Science, Wissenschaft, Neurowissenschaft. Gehirnwissenschaft, genau. Mhm. Yeah. Hirnwissen. And so what Dean Radin has been doing now for over 25 years is doing scientific experiments on ESP. Also was dieser Wissenschaftler macht, ist seit 25 Jahren, er führt da wissenschaftliche Experimente durch, um die außersinnliche Wahrnehmung zu erforschen. Dean Radin, jetzt habe ich den Namen. Yes, and what Dean Radin told me was that, Ray, we have our hands full just studying ESP. Und er hat zu Ray gesagt, du, wir haben echt unsere Hände voll, nur damit die außersinnliche Wahrnehmung zu erforschen. We've got limited funding to continue this research on ESP. Aber wir haben natürlich nur begrenzte Mittel dafür zur Verfügung. And to be able to start studying the big picture, like you're talking about, okay? He says that's not the purpose of his organization. Also seine Organisation verfolgt nicht ausschließlich die Absicht, das alles ganz großräumig zu untersuchen. Und da sind die Mittel gar nicht dafür vorgesehen. Das Personal ist nicht genügend. And there's no funding for it. Ja, eben, kein Geld da. And people think that we're already crazy studying ESP. How about studying everything else? They're going to think we're totally crazy. Ja, und noch gibt es natürlich viele, die denken, wir sind total durchgeknallt, dass wir uns damit beschäftigen, diese Phänomene zu erforschen. That's what I call the work that I am doing. I am a heretic in a group of heresy, of heretics. Was sind das, Heretiker? Was ist das auf Deutsch, Nepomuk? I don't know. Okay, a heretic is someone that goes against the normal. Also Querdenker. Ein Querdenker. Das Wort ist bei uns ein bisschen verrufen, aber jemand, der über den Tellerrand hinausblickt, ja genau. So I am a heretic in a larger group of heretics. Ja, also ich bin sozusagen ein Querdenker oder ein Widerständler in einer riesigen Gruppe von Widerständlern. Okay. Once I realized that no one has written this before, it was after we wrote this book, Beyond UFOs, I said, someone needs to write a book about the bigger picture. So, und deswegen habe ich gesagt, irgendjemand muss also mal ein Buch darüber schreiben, um dieses große Bild darzustellen. Ja, aber es geht ja nicht um das Buchschreiben, es geht hier wirklich um wissenschaftliche fundierte Recherche und Arbeiten. Ja. Okay, and if you go back to the articles, not the pictures, but the name of the articles. Okay. Ja, wenn man jetzt also nochmal auf die Artikel genau ein Auge wirft, nicht auf auf die einzelnen Artikelbezeichnungen. Moment. Okay, and while you're bringing them up, let me just go over. What? It's the website. A website, okay. Yeah. Go down. Yeah, down.
Keep on going down, 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 down. Oh, yeah. Okay, right there. Right there. Kapiteltitel. Okay, and this is what our book is about. The prologue, which is like an introduction to the introduction, is written by this professor of religion and philosophy at one of the major universities in the United States. Also ist ein Professor oder ein Doktor der Philosophie, Philosophy Philosophy and religion. und Religion, genau. Und der hat praktisch dieses Vorwort geschrieben. Consciousness Genau. und die Kontaktmodalitäten, 3 Bewegungen, 3 Schritte in die Merkwürdigkeit. Okay, and Dr. Jeffrey Kripal is also an experiencer. Und dieser Dr. Jeffrey Kripal ist auch ein Erfahrener. Okay, now I am writing the formal introduction to the book, and my introduction is very detailed. It's over 200 pages. Oh, meine Einführung besteht alleine schon aus 200 Seiten. Das ist also sehr, sehr ausführlich. Mhm. But what I'm presenting is my own theoretical framework of the nature of our reality. Was ich also hier auch repräsentiere oder darstelle, ist mein eigener Hintergrund, also das gesamte Bild über diese Forschung, über dieses Bewusstsein. And what I'm presenting is a spiritual and virtual reality model. Ich präsentiere sozusagen ein virtuelles Wirklichkeitsmodell. Yeah, so it's spiritual and virtual. Spirituell und virtuell. Okay, and the easy, simple way of thinking about it is look at the Indian philosophy. Wenn man jetzt also nur mal versucht, es sich einfach zu veranschaulichen, worum es hier geht, wenn wir nur mal die indische Philosophie betrachten. Okay, of the Vedic tradition, the Upanishads, the Bhagavad Gita. Die vedische Tradition, die Upanishaden und die Bhagavad Gita. Okay, that perspective views that our physical reality is inside a greater reality. Die physische Realität ist innerhalb einer größeren Realität. Das ist das, was dort repräsentiert wird. Okay, if you could think of a Russian doll, where they have like 8 different Russian dolls, and it starts with a little tiny doll, and then inside there's another doll, there's another doll, there's another doll, until you have a very big Russian doll. So all of the 8 dolls are inside one Russian doll. Wenn wir also diese russische Puppe als Beispiel nehmen, als Symbol nehmen, dann können wir uns das veranschaulichen, dass innerhalb also dass es immer eine größere drumherum gibt. Im Zentrum ist die kleine Puppe und die Verpackungen sind außenrum. Okay. So our 3D physical reality that we experience via the 5 senses of cognitive neuroscience. Die physische Realität, die wir also über unser Bewusstsein mit den 5 Sinnen wahrnehmen. Okay, sight, das Gesicht, also das taste, der hearing, der Hörsinn, der touch, Geschmackssinn, der Tastsinn und der smell, Geschmackssinn und der Geruchssinn. Okay, that's how we experience our reality. So nehmen wir unsere physische Realität wahr. But if our reality is inside a little the Russian doll, a little tiny thing. Aber wenn unsere Wirklichkeit jetzt sozusagen verpackt ist in dieser kleinen Puppe, that is not the true nature of our reality. Also der sagt praktisch, das, was wir wahrnehmen, ist ein ganz schmaler Ausschnitt von dieser viel größeren Realität. Genau. Okay, the outside part, okay? Ja, the outside part, die äußere Puppe. Okay, Indian philosophy, and also people that have had near-death experiences, they describe it as that they are encountering with the mind of God. In der indischen Philosophie oder auch in den außergewöhnlichen, außersinnlichen Erfahrungen wird gesagt, dass die Wahrnehmung über den Geist Gottes passiert. When you, der Realität, genau. When you have a near-death experience, people are shown their past lives. Zum Beispiel werden ja Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die berichten oft davon, dass ihnen frühere Leben gezeigt werden. They are being shown their physical life. It's called a life review. Sie bekommen also oft ihre physischen Leben gezeigt in einem Lebensrückblick.
Yeah, they're seeing spirits of deceased relatives. Oder sie sehen auch Geister von verstorbenen Vorfahren, Verwandten. And many individuals see this huge energy being that they themselves call God. Und viele berichten auch davon, dass sie eine Energie wahrnehmen oder eine Energiewesen sehen oder spüren, das sie als Gott bezeichnen. What is commonly associated with God is the biggest love you ever encountered in your life. Und das, was meistens als Gott bezeichnet wird, ist in diesem Erfahrungsspektrum, dass die größte Liebe, die größte Kraft der Liebe, die jenseits aller Vorstellungskraft ist. They describe it as the love that a mother has of a child, except you multiply that by 1 billion. Ja, also so wie die Mutterliebe, die Liebe einer Mutter für ihr Kind, aber das milliardenfach multipliziert. And it's this energy being that people describe as God, this energy being, shows them a life review, shows them all the good things they've done in their life and all the bad things. Ja, und dieses Energiewesen, dieses Liebe, diese pure Liebe, die ist sozusagen die Quelle dieses Rückschaus. Die macht es möglich, dass diese Rückschau passiert, sowohl was die guten Taten betrifft, als auch was die nicht so guten, die schlechten Taten betrifft, die man gemacht hat. Everyone always says that God does not judge you because you are judging yourself. Gott urteilt nicht, du beurteilst dich selbst. Gott ist pure Liebe und pure Liebe urteilt nicht. Wir sind diejenigen, die urteilen. Okay, then people are told, look, it's not your time, and people don't want to go back. They want to stay. Und wenn den Leuten dann gesagt wird, naja, du kannst jetzt zurückgehen, es ist jetzt nicht deine Zeit, dann wollen die meisten gar nicht zurückgehen, weil es da so schön ist. Dr. Melinda Greer, for example, she was kicked out. Okay. Und Dr. Melinda Greer zum Beispiel, die wurde wieder rausgeworfen. Also schön. And then she returned and she was right on top of her body, und dann looking at her body. Und schwebte erstmal über ihrem physischen Körper und hat auf ihren physischen Körper runtergeschaut. Now, initially, she didn't recognize that that was her body. Zuerst hat sie gar nicht realisiert, dass das ihr Körper ist. And then it took time for her to get adjusted, that that was her human self. And then she entered her body. Und als sie das dann realisiert hat, nach einem kurzen Moment, dass das ihr Körper ist, dann wusch, war sie wieder drin. Also, many people in the beginning of their near-death experience, when they die, they see their body underneath them, their dead body underneath them. Und wird auch oft berichtet, dass Menschen, wenn sie sterben, dass sie dann auf ihren Körper runterschauen. Even people that drown, they see their dead body in the river, okay, floating under the river. Auch Menschen, die gestorben sind, die ertrunken sind, die sehen ihren toten Körper, wie er im Fluss dahin schwimmt. Now, one topic that I want to talk about is human consciousness has the ability to leave our 3D reality. Das menschliche Bewusstsein, das Bewusstsein an sich hat die Fähigkeit, die 3D-Realität zu überwinden und zu verlassen. Okay, when individuals leave our 3D reality but still stay in the physical plane. Und wenn Wesenheiten zwar ihren physischen Körper verlassen, aber in der dritten Dimension bleiben. So your consciousness leaves your body, but you are interacting with your physical reality. Like, for example, you see your body sleeping in bed, or you're traveling around the neighborhood, or you're traveling to other locations here on planet Earth. I'm calling that a 4-dimensional experience. Also ich nenne das eine 4-dimensionale Erfahrung, wenn Menschen ihren Körper verlassen und dann herumschweben oder herum. Und diese 3D-Realität außerhalb des Körpers. Und diese 3D-Realität von außen sozusagen besuchen, in der Nachbarschaft herumspuken oder. And the reason I call it 4D is because you're leaving your 3-dimensional reality and now you begin to interact with the 4th dimension, which is space-time. Okay, also die 4. Dimension beschreibt Ray jetzt als die Raumzeit und deswegen ist das die Erfahrung der 4. Dimension. Er hat gesagt, wenn du rausgehst, dann machst du die Erfahrung mit der Raumzeit, also 3-dimensional, und dann, wenn du im Körper rausgehst, dann verschmelzt mit dieser Raumzeit. Ja. Mhm.
Okay, and then examples of that would be your typical out-of-body experience, not astral travel, but out-of-body experience, also remote viewing, okay? And what is called in parapsychology clairvoyance, where your mind is going to another location. Also in der Hellsichtigkeit zum Beispiel geht der Geist in einen anderen Ort und nimmt etwas wahr. Oder was hat er jetzt noch gesagt, dass er... Ja, Fernwahrnehmung. Also wenn du in dieser vierten Dimension bist, dann hast du ja praktisch keine Zeit mehr. Dann kannst du in die Vergangenheit und in die Zukunft blicken, weil ja die Zeit dann nicht mehr linear ist. Genau. Okay, now, if human consciousness pierces the veil of this 4D reality and continues with his journey outside of the Russian dolls, going to doll number 3, doll number 4, number 5, going up the astral planes. That is called astral travel. Okay, also als Astralreise bezeichnet er jetzt sozusagen das noch weitergehen, also noch durchstoßen, noch weiter durchstoßen. In mehreren Dimensionen noch vordringen. In die Dimensionen noch höher reisen, genau. Okay, many or the vast majority of the individuals that do astral traveling, they begin with an out-of-body experience. Also viele, die von Astralreisen berichten oder Astralreisen praktizieren, die beginnen mit den außerkörperlichen Erfahrungen. Das ist also wie eine Vorstufe zum Astralreisen. Tom Campbell macht das. Yes, Tom Campbell is an example. They immediately get scared. Meistens werden die Menschen sofort, bekommen sie ein Gefühl von Angst und dann wusch sind sie wieder drin. Ja. And then once you're scared, you go back into your body. Ja, in dem Moment, wo ein Gefühl von Angst da ist, geht das Bewusstsein sofort in den Körper. Da muss ich kurz was einwenden. Wir hatten vor kurzem eine Sitzung in der Schweiz mit einem Heiler und da war auch eine Dame dabei, Vollmaterialistin, und die hatte während dieser Meditation eine außerkörperliche Erfahrung, sah sie dann sitzen, wenn ich erschrak, und schon war sie wieder im Körper drin. Aha. and so what happens is that over time, these individuals begin to control their fear. Okay, and they remain still out of body, but in the 4-dimensional plane where they're interacting with the physical earth. Yeah. But many of these individuals then begin to read about it, or they begin to understand, or their consciousness just pops out and they go into another reality. Okay, and that's called astral traveling. Okay, also nochmal die Unterscheidung, ja, dass es braucht einfach Übung sozusagen, die außerkörperliche Erfahrung, die Out-of-Body-Experience ist sozusagen etwas, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Und die Angst ablegen muss. Und die Angst ablegen muss, und wenn diese Angst überwunden ist, dass man sich da drinnen sicher fühlt und gut fühlt dann und so, dann geht es weiter, dann kann die Astralreise praktiziert werden. Okay, you could think of an astral travel experience as the intermediary between an out-of-body experience and a near-death experience. Und die Astralreise könnte man sozusagen wiederum als eine Zwischenerfahrung zwischen den außerkörperlichen Erfahrungen und den Nahtoderfahrungen bezeichnen. Because your human consciousness is now in different multidimensional realities. Denn das Bewusstsein ist jetzt in multidimensionalen Realitäten unterwegs. A reality that you could create your environment. You yourself can create the environment. Man selbst kann seine Umgebung erschaffen durchs Bewusstsein. Wir mit diesem Avatar erschaffen das, was wir als reine Realität wahrnehmen. Ja. Über unsere Sinne. For example, we have articles by about 10 people that do astral traveling. We have a special article written by Marilyn Hughes, who's the president of the Astral Travel Foundation. Wir haben also auch da ein bestimmtes Kapitel drin im Buch von Marilyn Hughes, die eine Präsidentin einer Astralreisenforschungsinstitut ist. And also her article is a review of the differences between out-of-body experiences, astral travel experiences, and remote viewing. It describes the differences. Sie beschreibt also auch genau diese Unterschiede, die Ray gerade versucht hat darzustellen, die Unterschiede zwischen der außerkörperlichen Erfahrung, der Astralreisenerfahrung und der Nahtoderfahrung. Yeah, but her specialty is astral traveling. Aber ihre Spezialisierung liegt in der Astralreise. Okay, we also have a separate article by a woman that lives in Slovenia. Her name is Julia Sellers.
Und wir haben auch noch ein anderes Kapitel von einer Frau, die in der Slowakei lebt. And that is a literature review of out-of-body experiences. What? A literature review of out-of-body experiences and astral travel experiences. Okay, also auch ein Rückblick auf außerkörperliche Erfahrungen und Astralreisen. Yeah, and then we have an article by the father of remote viewing. His name is Stephen A. Schwartz. He invented remote viewing. Und dann haben wir noch einen Artikel oder ein Kapitel drin von dem Vater sozusagen des Remote Viewing. Das ist der Adam Schwartz? Stephen Schwartz. Stephen Schwartz. Mhm. And each of these people that I mentioned, they're all experiencers. Und all die Personen, die ich hier erwähnt habe, das sind alles Erfahrungsmenschen. Ja, diese Erfahrungen haben, genau. Die haben die Erfahrungen gemacht. Now, we don't have enough time to describe how each of these people became interested, but Stephanie Schwartz's beginnings were like mind-blowing. It was a woman and a man dressed very eloquently in the late 1960s were walking up a dirt road where he lived, and they were looking for the person that lived in that house. Also die ganzen Geschichten können wir natürlich jetzt nicht alle im Detail aufrollen, aber auf jeden Fall ist es sehr spannend, wie zum Beispiel der Stephen Schwartz zum Remote Viewing gekommen ist. Und das beginnt mit einer Geschichte von der Beobachtung eines Paares, das auf einer Straße entlang gegangen ist. Nicht wahr, Nepomuk, habe ich es richtig? Ja, und in ein anderes Haus reingeschaut hat. Und ja. Yeah, and this was not a paved road, but it was a rural country road that was 10 miles in. Okay, also das war eine ländliche Straße, die 10 Meilen lang war. Mhm. Yeah, so the woman asked him, "Do you live in this house?" Und die Frau hat gefragt, wohnst du in diesem Haus? And he says, "Yes, may I help you?" Und er hat gesagt, ja, kann ich dir helfen? He says, "I have a message for you. Und er hat gesagt, ich habe eine Botschaft für dich. That you need to call this telephone number right away. Very important." Und du musst sofort diese Telefonnummer anrufen. Ganz wichtig. So if it wasn't for this lady being very elegantly dressed, very articulate, he thought that this woman and this man were crazy. Also er hätte normalerweise gedacht, diese Frau und dieser Mann sind verrückt, aber sie sind ja so gut gekleidet gewesen. He says, well, how do you know that it's me that you had to give me that message to? Und sie hat gesagt, woher weißt du denn, dass du ausgerechnet mir jetzt diese Nachricht geben sollst? And she said, I had a dream for the last 2 weeks every night, and it's me making a right-hand turn, making a left-hand turn, going on this road, making and going exactly to your house. So I memorized exactly how to get to your house. Und sie sagte, ja, ich habe einen Traum gehabt, wiederholt und wiederholt in den letzten Wochen, dass ich genau zu diesem Haus gegangen bin. And so he was like, this is impossible, you know. And then the lady said, okay, bye. And he never saw that woman again. Okay, also er hat gesagt, kann ja nicht wahr sein, und die haben sich dann noch nie wieder gesehen. Okay, and when he called that number, it was the Edgar Cayce Institute. Und als er dann diese Nummer angerufen hat, da hatte er das Edgar Cayce Institut an der Strippe. Okay, I don't know if in Germany they know about Edgar Cayce, but yes, we know. Okay, and so he calls them up. Edgar Cayce had a whole library of 15,000 cases there where he would go into a trance, an altered state of consciousness. And in this altered state of consciousness that he would never remember, he had a woman that would dictate all his notes. Okay? Also Edgar Cayce ist ja vielen bekannt als ein Schreib- oder Schlafmedium, glaube ich, war er nicht. Er hat Transmedium, ja genau, der schlafende Prophet. Ja. Tausende von Aufzeichnungen. Er hat also im Schlaf unglaublich... In Trance hat er praktisch irgendwas gesagt und eine Frau hat da mitgeschrieben. Yeah, it was over 15,000 cases. And people went to Edgar Cayce
for a medical reading of what they can do to heal themselves. Ja, und viele Menschen sind zu Edgar Cayce gegangen, um ein Reading zu bekommen, um also auch Rat zu bekommen, auch was Heilung betrifft. Gesundheitslesung, was feiern gesundheitliche. And so let me give you an example. He would be in a trance. He would go and grab information from what is commonly called the Akashic records. Ja. Also die Vorgehensweise war so, dass er in die Trance gegangen ist und dann ist er in die Akasha-Chronik gereist mit seinem Bewusstsein und hat dort Informationen. Okay. And he would have his secretary that would dictate what he was saying. Und er hatte eine Sekretärin, die hat aufgeschrieben, was er dann gesagt hat. So, for example, he would tell the secretary, but it wasn't him because he was in another altered state. Go to this particular city. There you'll see a pharmacy on this particular street. They'll tell the pharmacist that not in the normal shelf, but all the way in the back where he stores things. On the third shelf on the right-hand side, you will see a jar with a red label. Also er hat dann total präzise Informationen abgerufen, zum Beispiel geh irgendeine bestimmte Straße lang, da wirst du die und die Apotheke dann sehen und da musst du da reingehen und im dritten Regal oben links siehst du dann genau dieses Gläschen. Okay, buy 3 ounces of the liquid that's in there. Ja, und bei 3? Buy 3 ounces of the liquid that's in that red bottle. Kauf dann zum Beispiel jetzt 3 Gramm von dieser Flüssigkeit, ganz genaue Anweisung. And then mix it with another, blue bottle located in another different place, Und dann mixt du das zusammen mit einer blauen Flasche, die dann wiederum woanders findest. Okay. And he said, take this medicine at night a little bit, over the next 2 weeks. Und dann nimmst du diese Medizin am Abend für die nächsten 3 Wochen zum Beispiel. The next 2 weeks, the woman will come in completely healed. Und dann ist die Frau dann irgendwann wiedergekommen, nachdem sie die Anweisung verfolgt hat und war total geheilt. Okay, so what Edgar Cayce was doing was considered his consciousness out of his body, going to the Akashic records and bringing down information, just like zeros and ones behind me. Okay, this is information. Our reality is based upon information. So he was going into that realm and bringing down that information. Das ist also das, was Edgar Cayce gemacht hat. Er ist also mit seinem Bewusstsein in diese Informationsquelle gegangen, hat die Information abgerufen, die gebraucht wurde und hat sie dann eben der Person transportiert. Muss ich was kurz einwenden? Ja. Ray, we have an institute here in New Bavaria, Dr. Franz Minister Institute, who makes the same things with his similar things, yeah. And so that whole process, academics are calling that non-local consciousness. Okay, also Akademiker, Gelehrte bezeichnen diesen Prozess einen nicht lokales Bewusstsein. Nicht lokales Bewusstsein. Okay, and we have Dr. Edgar Mitchell's magnum opus article. That means the most important article he ever wrote in his life. Und wir haben also dieses Kapitel von Edgar Mitchell, das ist das Wichtigste, was er jemals in seinem Leben verfasst hat. Which is on Edgar Mitchell nicht kennt, den blenden wir kurz ein. Yeah. Auf dem Mond. Yes, which is on the topic of non-local consciousness, okay, and how humans are able to go and to bring down this information. Also da geht es darum, wie man eben mit dem Bewusstsein reisen kann, um Informationen runterzuholen. Okay. It's not a metaphysical article. Es ist kein metaphysischer Artikel. Okay, it's a physics-based article. Es ist ein physikalischer Artikel. I had to read it 3 times to begin to understand it. Oh, ich habe es auf jeden Fall 3 Mal gelesen und bevor ich angefangen habe, es zu verstehen. Now, that article has only been published one other place. Dieser Artikel wurde nur an einer anderen Stelle bisher veröffentlicht. And that is the Journal of Cosmology of Harvard astrophysicist Dr. Rudy Shield. Und das ist die Harvard Journal of Cosmology. Das Journal der Kosmologie. Und Dr. Rudy Shield. Yeah, which is a physics organization. Eine physikalische Organisation. So in other words, nobody's read his article.
Also praktisch hat keiner seinen Artikel gelesen. But it's going to be in our book. That's Dr. Rui Shields. He's a Rudi Schild. retired professor of astrophysics, and he's one of the co-editors of our book. Er ist einer der Mitverfasser unseres Buches. Co-Autor, genau. Okay, so getting back to Stephen A. Schwartz, okay, he spent 5 years at the Edgar Cayce Institute. Also der Schwartz, der Remote Viewing Vater sozusagen, der hat 5 Jahre im Edgar Cayce Institut verbracht. In those 5 years, he read all the 15,000 journal entries of Edgar Cayce. In diesen 5 Jahren hat er alle 15.000 Einträge, Berichte von Edgar Cayce gelesen. He then began to read all of the academic literature on parapsychology and ESP and consciousness. Dann hat er alle Artikel gelesen über Parapsychologie und außersinnlichen Erfahrungen. Okay, this man is a brilliant man, brilliant. Also er ist Okay, wirklich brillant und sehr gelehrt. he then began to do experiments to begin to test what is now known as remote viewing. Und dann hat er angefangen, die Experimente durchzuführen und Tests zu machen und so weiter. Und dann führte Remote es zu Viewing zu dem, erfinden. was heute Remote Viewing genannt wird, also Fernwahrnehmung. Ja, genau. Okay, now this was in the late 1960s. This was before the work of the Stanford Research Institute. Das ist also vor der Zeit des Stanford Forschungsinstituts in den späten 60er Jahren gewesen, was wir hier erzählen. Now, what the Stanford Research Institute, that Edgar Mitchell was part of that group for a while. They are commonly associated with as the founders of remote viewing. Dieses Institut zählen zu den Mitgründern von Remote Viewing. But what they did find was coordinate remote viewing, which is very, very different. Aber was sie gefunden haben, war Coordinate Remote Viewing. Yeah, Das ist was coordinate, anderes. yeah. Ja, also nochmal eine andere. Yeah. Anderes So- Remote Viewing. So anyway, that's how Stephen A. Schwartz got interested in remote viewing through this crazy experience. Also durch dieses verrückte Erlebnis ist Stephen Schwartz auf Remote Viewing überhaupt geführt worden. And everyone that's in our book has a story just like that. Und in unserem Buch sind nur solche Geschichten drin. Alles Okay, mögliche, genau. nur solche Wir- Geschichten. Das ist natürlich eine Menge Information. Ich denke, wir werden zum Schluss kommen müssen für unser Interview und werden Ja. aber mit Sicherheit noch mal ein zweites machen. We will now, we have a lot of information gathered now and shared, Ray, and we thank you very much. We appreciate everything, and we will come to an end today, but we will certainly continue another day. Most definitely. And then Wonderful. maybe the second time that we interview, we can go into the different chapters. Yes, it's very good. Ja, Thank you, Ray, for this information, and have a good time. And we'll see us in the next months after you publish your book. And danke, Anja, für deine grandiose Übersetzung. Und danke, liebe Zuseher, dass ihr doch so lange ausgehalten habt. Aber es ist ja ein bleibendes Zeitzeugnis. Es bleibt ja hier dieses Live-Interview. Und in 100 Jahren werden wir sagen, ja, das wird auch dann noch angesehen, auch wenn jetzt noch, sage ich mal, noch nicht die Millionen Zuseher da sind. so Well, ist what, es. what I would like is for my introduction, which is the foundation to all, very detailed. I would like to have it translated, and maybe you could write the forward to it in German. Yes, very good. Thank you And- very much. Vielleicht and wird ja eine deutsche Übersetzung gemacht und Nepomuk kann dann das Vorwort auf Deutsch. Ja, das ist natürlich And we could publish it in German. This is a great honor for me. Thank you very much. Okay. So. Thank you Thank very you. much. Bye-bye.